Wir sind noch nie zu dritt gesegelt. Wir hatten keine Ahnung, wie funktioniert es überhaupt. Und da war die Strömung auch besonders painful. Weil wenn beide Rümpfe im Wasser sind, dann zieht die einen einfach mit. Soll ich mal sehen? Was haben die kommentiert? Spannend. Die wollen Vlogs, die täglich hochgeladen werden. Ja, mach die mal ran jetzt, dann mach ich an die Arbeit. Und Action. Wir sind hier immer noch in Portsmouth und schauen uns jetzt den zweiten Vlog aus New York an. Race Day. Mal schauen. Abonniert den Kanal. Und kommentiert. Bedeutet Chaos. Ja, war hektisch. Jetzt sieht es hier wieder nach Action aus. Scheiß Auf jeden Wetter. Fall richtig scheiß Boah, Wetter. das war der Tag mit strömender Regen und kein Wind. Und 3-Up. Und 3-Up. Stimmt, das allererste Mal Rennen. für uns, dass nur 3 Leute an Bord waren. Das, glaube ich, wurde in der Saison 1 gab es mal die Regel, dass wirklich nur 3 Leute an Bord waren. Dann sind sie ja eigentlich wegen Female Sailor immer zu viel gegangen. Und da weiß New York, war so wenig Wind vorhergesagt. Und wir hatten ja auch extra die alten L-Foils drauf, dass sie dann den Call Last Minute gemacht haben. Es sind 3 Leute an Bord. Ja. Wir sind noch nie zu dritt gesegelt. Wir hatten keine Ahnung, wie funktioniert es überhaupt. Wer muss jetzt, also es waren nur Erik, Stu und James an Bord. Genau, und dann gab es halt eben keinen Grinder. Und dann hat Kein James Grinder. gegrindet, um aufs Foil zu kommen. Dann ist er nach hinten, hat seinen Flight Control übernommen. Der Sprung ins kalte Wasser für die Jungs da draußen, aber sie haben es extrem richtig, gut gemacht. richtig Also, gut gemacht. Schauen wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Also wir haben ja so Probleme, wo wir nicht genau wissen, wo die Software einfach macht, was sie will. Das waren ein paar Probleme. Ich hoffe, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen. Ich glaube, da erzähle ich nochmal dieses Im Wing-Problem. letzten Event, die wurden jetzt repariert, aber die wurden auch nicht ganz so gut repariert, weil natürlich die Umstände immer schwer sind für die Leute hier. Die Boote sind ja meist im Container verpackt. Ja, da erzähle ich auch gerade so ein bisschen, dass das Boot ja nicht so gut im Zustand ist. Was ja auch wirklich immer schwer ist für die Leute hier, weil die sind immer verpackt und am Reisen. Und wenn sie hier sind, haben sie immer alle Zeitdruck. Aber das Tech-Team hat und die hier hinter uns wird gerade fleißige Arbeit. Die haben echt mal geil lackiert und geschliffen und poliert. Und jetzt steht sie wieder gut da. Good to go. Vielleicht waren wir deswegen nicht so erfolgreich in New York. Deswegen läuft es jetzt hier besser, glaube ich, in Portsmouth. Jetzt ist das Schiff wieder. How far are you away? How far are you away? Big change. Alright, Alright. welcome everyone. It's racing day. Lots of current we have to Unser face. Morning Meeting Die immer. Current. Die Oh, das war Current. so nervig. Ja, das ist so der harte Tag. Ey. Boah, wir Scheiße, klauen kannst jetzt gar schon nicht. vorher. Ja. Kannst gar Hier sind wir nicht doch alle schauen. motiviert. Hier, Ring of Fire, ey. Jetzt Zweite geht's Hälfte. los. Aber dann wird's echt. Und viel auf der Strecke liegen lassen haben. Hoffen wir, dass wir mit der zweiten Saisonhälfte wieder Meter gut machen werden. Der Start ist hier in New York. Das heißt, we make the best out of it. Kurz ein bisschen Coffee. Coffee. We're about to start a morning briefing with the sailors. We're waiting for a couple of them that are always late. In particular, that guy there. Wer war das? Wer We're war watching immer late? today's Ich glaub, ich meteo, which is Ich glaube. wieder Ärger vom Coach gekriegt. Ups. Aber ich bin ja auch immer busy. Ich muss ja immer gucken, das Boot wir und machen, alles. Und ja, Boot, alles. Immer Programm. Also ich muss nochmal auch entschuldigt werden, 5 Minuten. Kaffee muss auch sein fürs Meeting, sonst wird's auch hart. Jetlag. that one wasn't me. Es gibt immer einen Punkt in der Manöver, gerade in der Wende, wo man entweder Erklärt er nochmal seinen kleinen. seinen kleinen Slash, die wird mal Jonas erklärt. Juhu! Und zack. Auch so kopfüber war so ein geiles Foto. an Seite zu sein, kann ich nicht empfehlen. Will ich Kopfstand auf dem Boot. Bisschen Warm-up. Oh, jetzt kommt die Notification. Hier. 2 Hours, also 2 Stunden vorm Race. Probably just something for the commentator to talk about, isn't it? There's a story of the day then. Jetzt kommt's. Jetzt sagen wir 2 Stunden vom Rennen. Wir segeln zu dritt. Wir sind erstmal alle okay. Kurzes Debrief im Container mit Kaffee. There's a chance of a foil. I think I'm not allowed off the boat. Ja. Ja, Ja? Erstmal wieder ohne Female Sailor an Bord, also ich wurde runtergekickt. Das erste Mal. To get up and out, I can lean over the front, do a little tickle in. Jetzt kurze Besprechung. James, Stu und Eric, Big Dogs, was machen wir hier? Wie machen wir es? Ja, es macht eben, also wir hatten eben erst überlegt, wie machen wir es, wenn Free-Up ist und Du an trotzdem Bord noch ein bist. Girls Ja. an Bord sein soll, Ja. dann wäre ich vielleicht gesteuert, keine Ahnung, also... Wäre auch geil gewesen vielleicht. Ja, also eben wenn kein Foiling ist, dann hätte vielleicht auch funktioniert, aber so macht es einfach mehr Sinn, wenn jede der 3 Positionen auch wirklich Die ihre Rolle Familie da machen, wirklich mit sind. das, Ne? Ja, die sie auch schon machen. abgestimmt sind. Ja. Insofern war das eigentlich ein No-Brainer, dass die 3 das da gesegelt We just got a message this morning from race headquarters that we should be prepared
for a 3-up scenario. Make the day really interesting. Ja, noch ein bisschen geprimed. Jetzt geht's los. Ah, stimmt, da mussten wir die Winschen nochmal umbauen. Da haben wir die Gänge nochmal gewechselt. Wir haben in den Winschen auch verschiedene Gänge. Und je nachdem, wie viel Wind und Wetter ist, können wir da die Gänge wechseln, wie auf dem Fahrrad. Nur nicht so schnell mit dem Knopf, sondern wir müssen wirklich einmal die Trommel abbauen, ein paar Sachen umschrauben. Aber das machen Jona und ich auch immer. Gucken wir immer, dass die richtige Einstellung für die richtigen Bedingungen sind. Ganz zweigeteilt. Es ist hier einerseits ist ZDF. fantastisch, dass wir hier vor Nils dieser Kaben einzigartigen war auch mit dabei. Kulisse stehen. Da Angenehmer ist die Charakter, Skyline war von cool. Manhattan, da drüben die Freiheitsstatue. Die waren natürlich auch erstmal unter Schock. Die standen dann kurze Hose und Jacke und auf einmal standen wir da im strömenden Monsunregen. Kalt wurde es auch. Also eigentlich das Wetter, was man hier in Die England waren auch oder so mit ihrer Kamera und alle, was für Scheiße, was ist das hier für ein Sport? Aber haben sie gut weggesteckt. Damit bin ich jetzt auf dem Rip und schaue mir das mal von außen an. Ja, let's cut here. Jetzt geht's los. First Race. 3, 2, 1, start. Langsam, aber hier kommen wir Ganz ganz okay, gut ne? raus. Die sind halt dann schnell aufs Feuer gekommen, also ganz gut losgefahren. Und dann waren wir auf offener Way. Und dann schön innen an der Tonne gewesen. Ja, echt, also Das war geil. Da waren wir, glaube ich, die ganze Vierter und dann noch weiter nach vorne Allererste gekommen. Mal, dass die zu dritt segeln. Allererste Mal. Dafür ist es sehr gut. Hier, Jimmy von hinten aus der Geil. Von hinten aus seinem Cockpit am Kurbeln. Deutsche Bank will come through and they will finish in Vierter. Vierter, das war ein guter Start. echt gigantisch. Vierter waren wir jetzt im Ziel, sind damit super happy. There's a bit of lobbying going on here for the 4-up. Let's see how it turns up. But Anna, be ready, please. Ja, habe ich mich aufgewärmt. War War Push-Ups. kalt. Boah, es war da echt kalt. Auf einmal wurde es. Sonst war es so heiß erst in New York. Weil dann wurde der Wind wieder ein bisschen mehr und so. Leider nicht so gut gestartet. Dann auch noch nach der ersten Halse nach Mark. Da sind Geil. Martins Geräte ausgefallen. Das ist geil. Das ist gut gemacht. Geil. Ja, einfach Boah, wegen das Regen. Wetter da so einfach. krass, also. Da war alles Da muss man überschwemmt. echt. Da sind wir nach außen Da haben wir noch ein rumgekommen. paar Plätze gut gemacht. Stimmt, 3, 4 Plätze Siebter. geholt. In den letzten Minuten. Siebter nochmal und dann wird es, glaube ich, ganz schlimm. a weather front that is scheduled to come through the New York City area here in a matter of time. So that's why we were rushing to get the 3 races in. Boah, Das war echt hart. und jetzt, glaube ich, schlechter Start hier. Ne? The lights go wide, we go. Oh, mark number 1 with heaps of rain. In der ersten Ja, dann die erste erstmal Halse. Wheelie gemacht. Wheelie, dann verkackt. Wenn man dann nicht mehr auf den Foils ist bei den Bedingungen, dann fahren die anderen einem so dermaßen davon und jetzt parken wir hier mit den Amerikanern. Ach du Scheiße. Ja, die halbe Flotte, alle stehen sie hier nebeneinander. Und da war die Strömung auch besonders painful. Weil wenn beide Rümpfe im Wasser sind, dann zieht die einen einfach mit. Wenn man runterfahren will, dann... Und, ja, also es war echt... Ich bin ja ein Elbkind, ich komme von der Elbe, bin mit Strömung aufgewachsen, aber es ist einfach... Katastrophe gerade. Da war das echt so hart zu handeln. Oh, hier sinken wir nach unten und nach unten. Oh, letzter. In 10 seconds, matter of fact. Da haben wir nicht mal mehr das Zeitlimit geschafft. Und ich glaube, das war eines der ersten Rennen, wo die Neuseeländer, die da geführt haben, echt uns überrundet Bei haben. 2 Runden überrundet. Moin. Oh, ja. Ja, dementsprechend hier auch die Stimmung gerade. So, Tag 1 hier in New York. Fazit ist gemischte Gefühle. Wir müssen im Grunde Aufgaben für 6 Leute machen, zu dritt. Und es war sehr schwierig, aber wir haben uns okay geschlagen im ersten Rennen, haben gut aufgeholt im zweiten. It was okay for us. The rain made it really difficult. Ja, ich meine, mit den ersten beiden Rennen hätten wir echt eine gute Chance so gehabt für... 4 und 7 sind okay. Und dann mal im letzten Rennen mal letzter werden, war nochmal so, oh Mann. Und dann wird's schwer. Na gut, jetzt Sonntag, die Sonne ist wieder da. Der Wind war da. Es wurde dann richtig gut, finde ich sogar. Es war richtig geil. Sonntag hat schon wieder viel gut gemacht. Auch für die Zuschauer, ja. Ne? Ich sag mal, auch die Zuschauer, die da an dem Tag davor auf der Tribüne, die saßen da alle im Regen auf, klitschnass. Und jetzt heute Sonntag wurde echt wieder was gut gemacht zum Glück. Aber da war echt wilde Strömung hier an der Mooring. Start vom zweiten Tag in New York hier. Breeze is on. Also es ist deutlich mehr Wind als angesagt und wir sind super happy mit den Bedingungen. Ja, gute Position auf jeden Fall, aber dann nicht richtig Und beim Start durchgekommen. immer dann diese erste Halse, mit der wir gestruggelt haben oft, ne?
km/h ist eigentlich krass, ne? Boah. Man hat sich, boah, jetzt. Da war loose, der Tag. Ja, der Also war echt crazy. einfach zu oft vom Feuer gefallen und echt mit den Bedingungen ein bisschen gestruggelt. Boathandling, aber Ja. Boat takes longer than we are expecting to get on the lock today. ja, das war eben auch eine Besonderheit. Also Board, die Elfholz, die müssen immer noch so unstowed werden. Also die brauchen einfach länger, brauchen um länger, bis sie gefeuert und fertig wirklich sind, unten sind. Ja. Und braucht man eben mehr Zeit. Vor der Boundary muss man auf Board down gehen. Das haben wir echt voll unterschätzt. Result for the Germans here as well. Eric Kyle is going to be pretty happy with these ones. Good race, everyone. Ja, The sixth Sechster. and final fleet race. Ich glaub, das Die war aber erste von- Hälfte ist mal gut. Von unserer Performance ein ganz gutes Rennen. Ja. Und jetzt das letzte war auch nochmal hart. Ja, hier Ja, schon letzter am schon beim Start. Start Das ist schon geplant. wieder- Ich glaube, das wir haben ist uns gar ein nicht bisschen gut. recovered, aber dann... Es ist genauso painful vom Chaseboat zu gucken, wie jetzt hier nochmal anzugucken. And looks like Germany will. Aber das noch war mal halt, ein paar geholt, aber war ich halt nicht an Bord und dann war das halt auch einfach wieder schwierig. Ja, Und dann wurde ich scheiße. rausgeschmissen. Beim letzten Rennen sollte ich eigentlich segeln, aber da kam dann die Entscheidung, dass doch Jonas segeln sollte und da das hat einfach schlechtes Karma hat es gegeben. schlechtes Karma gegeben. ich glaube, Ja, hat sie leider das sollten wir ausgezogen. nicht nochmal machen. Tag für das deutsche Team. Ja, jetzt geht es darum, diese ganzen Majors richtig zu identifizieren, warum wir da teilweise Ja, aus dem zu Wasser viele gesprungen Majors. sind und warum wir Ja, New York war echt nicht gut für uns, war kein geiles Event. das Ranking Ein geiles Event schon, aber für uns halt reglerisch. Ja, für uns segelt das einfach ganz nicht gut. befriedigend. Zu viele Fehler noch gemacht, zu viel passiert irgendwie. Aber wir haben seitdem wieder hart gearbeitet. Wir haben wieder alles gegeben mit Debriefs und Daten angeguckt und Gym und was weiß ich was. Dass wir jetzt hier in Portsmouth natürlich wieder angreifen. Die Energy ist eigentlich noch gut. Also die wird ist auf jeden jetzt- Fall gut. Kann eigentlich nur bergauf gehen, würde Ja, ich sagen. das stimmt auch. Ja, das ist auch ein guter Wellness-Ziel. Ja, es kann nur bergauf werden, es kann nur besser werden. Drückt uns die Daumen. Ich würde sagen, so in den Prozesszielen, jetzt von den Ergebnissen sieht man es echt immer nicht, aber ich würde sagen, also ich habe schon das Gefühl, wir werden immer confidenter und entwickeln uns echt extrem weiter. Also, Ja, wir sind guter Dinge, wir greifen an. Es geht weiter mit Action. Followt us, abonniert den Kanal, kommentiert, Die Glocke. teilt ihn, do it all. Wir danken euch. Bis bald. Adios.